Willkommen auf meiner Seite. Ich bin Dr. AP. Heute geht es um die Zukunft der digitalisierten Gesellschaft. 300 Millionen Jobs weg. Bis 2035. Nicht irgendwann, sondern in weniger als 10 Jahren. KI-Agenten übernehmen Routineaufgaben, Roboter kosten bald so viel wie ein Gebrauchtwagen, und akademische Titel verlieren an Wert, schneller als die meisten von uns ahnen. Die Frage ist nicht mehr, ob sich alles verändert, sondern ob wir bereit sind. Willkommen. Lass uns über die Zukunft sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Tja, es ist die Frage, die uns doch gerade alle umtreibt, oder? Wird diese ganze KI-Sache meinen Job jetzt eigentlich besser machen oder ihn am Ende komplett überflüssig machen? Genau das schauen wir uns jetzt mal an. Wir fassen zusammen, was die Top-Experten wirklich denken und, ganz wichtig, was die harten Daten uns über die Arbeitswelt von morgen, sagen wir mal 2035, verraten. Es geht um alles, Utopie oder, ja, das totale Chaos. Also legen wir direkt los mit der Frage, um die sich alles dreht. Was heißt das jetzt ganz konkret für deinen Job? Wird er besser oder wird er weg sein? Und das ist jetzt kein theoretisches Gedankenspiel, ne? Es geht hier wirklich um deine ganz persönliche Zukunft. So, und jetzt tauchen wir mal richtig ein. Denn eins muss klar sein, diese KI-Revolution, die ist nicht mehr auf dem Weg. Nee, die ist längst da. Und es ist auch kein laues Lüftchen, Leute, das ist ein ausgewachsener Tsunami, der gerade über uns hereinbricht. Und das ist keine Übertreibung, glaubt mir. Die Zahlen, die wir jetzt sehen, die sprechen eine ziemlich klare Sprache. 86%. Lass diese Zahl mal kurz sacken. 86%. Das ist der Anteil der Unternehmen auf der ganzen Welt, die davon ausgehen, dass KI ihr Geschäft nicht nur ein bisschen verändert, sondern fundamental umkrempelt. Wir reden hier also nicht mehr über irgendeine Nischentechnologie. Das hier, das wird der neue globale Standard. Punkt. Und das sind nicht nur irgendwelche Zukunftspläne, die in Schubladen liegen. Schaut mal hier. 41%. Schon heute wird fast die Hälfte des gesamten Programmiercodes auf der Welt von einer KI geschrieben. Das heißt, die digitale Welt, in der wir uns jeden Tag bewegen, unser Internet, unsere Apps, all das wird schon jetzt aktiv von Maschinen mitgebaut. Das ist die Realität, hier und heute, direkt im Maschinenraum unserer Zivilisation. So, und jetzt wird's für jeden von uns ganz persönlich. Jetzt geht's nämlich an den Geldbeutel. Wer heute schon die richtigen KI-Skills drauf hat, verdient im Schnitt, haltet euch fest, 56% mehr. 56. Der Markt schreit also förmlich nach Leuten, die das können, und er belohnt sie auch dafür. Und zwar mit richtig, richtig gutem Geld. Okay, wir sehen also, der Tsunami ist da, er ist gewaltig und er verändert schon jetzt alles. Aber die große Frage ist doch, wohin führt das Ganze? Und genau an diesem Punkt, da wird's richtig spannend und auch ein bisschen verrückt. Denn die Experten, die sehen nicht eine Zukunft, sie sehen zwei komplett gegensätzliche Welten. Und dazwischen? Tja, da klafft eine riesige Lücke. Der Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky hat dafür einen super Begriff geprägt, die Realitätslücke. Stellt euch das so vor. Auf der einen Seite haben wir das blaue Liniendenken. Das ist so dieses typisch lineare, eher vorsichtige Denken, das sich an den Erfahrungen von gestern orientiert. Und auf der anderen Seite, da ist das rote Liniendenken. Das ist exponentiell, total optimistisch, was die Technologie angeht und sieht vor allem die riesigen Chancen von morgen. Das ist also nicht nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, nee, das ist quasi ein Kampf zwischen zwei komplett verschiedenen Arten, auf die Welt zu blicken. Und um mal zu zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist, hören wir uns mal an, was einer der führenden KI-Forscher, Stuart Russell, dazu sagt. Er sagt, sie spielen russisches Roulette mit jedem einzelnen Menschen auf der Erde ohne unsere Erlaubnis. Wow, das ist meine Ansage. Während die einen also von einer goldenen Zukunft träumen, schlagen andere wie er Alarm, und zwar auf existenzieller Ebene. Genau das ist diese Kluft, in der wir uns gerade befinden. Okay. Schauen wir uns mal die eine Seite der Medaille an. Fangen wir mit dem optimistischen Rote-Linien-Szenario an. Nennen wir es mal die Utopie. Stellt euch eine Welt vor, in der die KI nicht unser Konkurrent ist, sondern unser allerbester, super starker Partner. Einer, der uns den ganzen nervigen Kram abnimmt und uns dadurch Türen zu völlig neuen Möglichkeiten aufstößt. Und wie sieht das dann konkret aus, so im Jahr 2035? Also stell dir mal vor, die 4-Tage-Woche ist der absolute Standard. Den ganzen Kleinkram, die Mails, die Termine, das macht alles dein persönlicher KI-Assistent.
Und weil wir dafür Zeit haben, entstehen völlig neue, spannende Jobs. Als KI-Ethiker zum Beispiel. Oder als jemand, der Algorithmen prüft. Jobs, bei denen es wirklich auf uns Menschen ankommt. Auf unsere Kreativität. Das Ergebnis? Ein echter Boom für Gründergeist und neue Ideen. Und jetzt kommt's. Das ist kein reines Wunschdenken. Es gibt tatsächlich Daten, die das stützen. Zum Beispiel vom Weltwirtschaftsforum. Und die sagen, ja, der Wandel wird hart. Richtig hart. 92 Millionen Jobs könnten verschwinden. Aber, und das ist das große Aber, gleichzeitig könnten 170 Millionen neue Jobs entstehen. Und was unterm Strich bleibt, das ist das Entscheidende, ein Plus von 78 Millionen Arbeitsplätzen weltweit. So, und jetzt einmal tief durchatmen. Wir wechseln jetzt die Seite und schauen uns das andere Extrem an. Das pessimistische blaue Linien-Szenario. Man könnte es auch einfach das Blutbad nennen. Das ist die Zukunft, in der die supereffiziente KI uns eben nicht befreit, sondern uns einfach überflüssig macht. Massenarbeitslosigkeit und der totale Kontrollverlust. Und das Bild, das hier gezeichnet wird, ist echt düster. Wir reden von massenhaften Entlassungen, gerade in den Bürojobs, bei all den Wissensarbeitern. Es entsteht, was manche eine nutzlose Klasse nennen, also Menschen, die für die Wirtschaft einfach keinen Wert mehr haben. Die Folge? Die Mittelschicht bricht zusammen und eine winzige, abgeschottete Tech-Elite sackt den gesamten Reichtum und die ganze Macht ein. Und um dieses Risiko wirklich zu begreifen, gibt es eine geniale Analogie, wieder von Stuart Russell. Er nennt es das Gorilla-Problem. Überlegt mal, warum bestimmen wir Menschen über die Zukunft der Gorillas und nicht umgekehrt? Ganz einfach, weil wir intelligenter sind. Intelligenz ist Macht. So, und was passiert jetzt, wenn wir etwas erschaffen, das intelligenter ist als wir? Tja, dann könnten wir plötzlich die Gorillas sein. Und dann hätten wir über unsere eigene Zukunft nichts mehr zu sagen. Und bitte glaubt nicht, das wäre nur Panikmache von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben. Der CEO von Anthropic, das ist eine der absoluten Top-KI-Firmen, schätzt das Risiko, dass die KI am Ende zur Auslöschung der Menschheit führt, auf bis zu 25%. 25! Das ist eine absolut schockierende Zahl und sie kommt nicht von außen, sondern direkt aus dem Herzen dieser ganzen Entwicklung. Utopie oder Blutbad? Was entscheidet denn jetzt, welchen Weg wir gehen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Nicht die Technologie. Die Technik ist nicht unser Schicksal. Der entscheidende Faktor, der absolute Engpass, das sind wir. Wir Menschen. Es kommt allein auf unsere Fähigkeit an, zu lernen, uns anzupassen und am Ende die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das größte Hindernis für eine gute Zukunft ist also nicht die KI selbst. Überhaupt nicht. Es ist die sogenannte Qualifikationslücke, also diese riesige Kluft zwischen dem, was die meisten von uns heute können, und dem, was wir in dieser neuen Welt können müssen. Das ist das eigentliche Problem. Und das Ausmaß dieser Herausforderung, das ist wirklich gewaltig. Schaut euch das mal an. Fast 60% aller Arbeiter und Angestellten weltweit sind Stand heute nicht auf diese Zukunft vorbereitet. Sie brauchen dringend neue Skills. Genau diese Lücke, dieser Engpass, das ist der Punkt, an dem sich entscheidet, ob wir in der Utopie oder im Blutbad landen. Was also tun? Der Weg aus diesem Dilemma hat im Grunde 3 große Hebel, die wir umlegen müssen. Erstens die Politik. Wir brauchen endlich klare, vernünftige Leitplanken für KI und wir müssen sicherstellen, dass die enormen Gewinne auch fair verteilt werden. Zweitens die Bildung. Wir müssen unsere Schulen und Unis komplett umkrempeln. Weg vom sturen Auswendiglernen hin zur Förderung von Kreativität und echter KI-Kompetenz. Und drittens die Unternehmen selbst. Sie müssen aufhören, nur ans Ersetzen zu denken und endlich massiv in die Weiterbildung ihrer Leute investieren. Am Ende läuft also alles auf diese eine riesige Frage hinaus. Die Technologie, die beschleunigt sich in einem Tempo, das kaum zu fassen ist. Die einzige Frage ist doch, hält unsere Weisheit damit? Schaffen wir es als Gesellschaft, klug genug zu sein, um dieses gewaltige Werkzeug richtig zu steuern? Tja, die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Sie liegt in unseren Händen. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.